Havel und Spree, die S-Bahn. Täglich sind über 1 Million Menschen mit ihr unterwegs. Pendler, Schüler, Touristen. Für viele von ihnen ist die S-Bahn nicht nur Verkehrsmittel, sondern ein Lebensgefühl. Jede Fahrt eine kultische Handlung. Ihre Geräusche, die Sinfonie der Großstadt. Ihre gelb-rote Lackierung mit den schwarzen Streifen, ein Stück Heimat. Die S-Bahn spiegelt die Entwicklung Berlins wie kein anderes Verkehrsmittel wider. Wer mit ihr fährt, hat einen Logenplatz mit einmaliger Perspektive. Mit der S-Bahn kreuz und quer durch Berlin und drumherum, vorbei an Menschen, Geschichte und Geschichten rund um die S-Bahn. Die S-Bahn ist modern, die S-Bahn ist innovativ und die S-Bahn ist natürlich auch praktisch. Die S-Bahn ist für mich der Blutkreislauf der Stadt, in dem ich ein Blutkörperchen sein darf. Das ganze Netz und System ist für mich ein Stück Berliner Stadtgeschichte, rollende Stadtgeschichte von den Gleisen aus. Die S-Bahn ist für mich ein ganz wichtiger Teil Berlins. Die gehört dazu. Und in Zeiten, wo wir 2 verschiedene Stadthälften hatten, war sie immer noch ein Bindeglied. In einer chaotisch unberechenbaren Welt ist die S-Bahn eine feste Größe. Ihr Taktfahrplan ist etwas, was das Leben rhythmisiert. S-Bahn ist immer da, S-Bahn ist schnell, S-Bahn ist pünktlich, allermeistens auf jeden Fall. S-Bahn ist also immer verfügbar. Das heißt, sie ist da und sie fährt. So könnten sie ausgesehen haben, die S-Bahn-Züge, in denen Emil und seine Detektivfreunde den Herrn mit dem steifen Hut quer durch Berlin verfolgten. Die sogenannten Stadtbahner prägten mit ihrer kantigen Front und dem prägnanten Klang 70 Jahre lang das Bild Berlins. Jedes Detail atmet Zeitgeschichte. 1929 stand dieser Zug das erste Mal auf der Schiene. Von den Nieten bis zur Holzbank, Nostalgie pur. Eine Zeitreise. Wir sind hier in einem Stadtbahnerwagen, die legendäre Bauart der 20er Jahre. Holzklasse ist es hier, die 3. Klasse, Messingaschenbecher, vor dem Fenster der Hinweis auf Emaille, nicht hinauslehnen, denn die Fenster gingen damals noch richtig weit runter zu lassen. Es gab damals auch Gardinen, die hat man dann allerdings abgeschafft zugunsten von Rollos. Zu viele Zeitgenossen haben die Nase sich drin abgeputzt. Und man hat in der 3. Klasse natürlich für seine 20 Pfennig ordentlich auf Holz gesessen, auf arschgesundem Eichenholz in diesen Zügen. Die Gepäckablagen hier oben, die sind noch geknüpft gewesen aus Netzen. Allerdings hat man auch diese dann später fortgelassen. Diese Messingstangen sind dann fortgefallen. Man hat sie an die Seite gepackt. Es war wie ein Uhrmacherladen, aber schauen wir uns doch mal die 2. Klasse an. Das ist jetzt hier die 2. Klasse. Innen drinne ist die 2. Klasse getäfelt mit Mahagoni. Dazu schöne weiche Plüschpolstersitze, Stullenbretter vor den Fenstern, gepolsterte Armlehnen. Ansonsten ist alles ähnlich der 3. Klasse. Hier ist man für 30 Pfennig gefahren. Es gab also bei der Berliner S-Bahn eine 3. Klasse, eine 2. Klasse. Nur die 1. Klasse, die gab es nicht bei der S-Bahn, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Die Berliner Stadtbahn hat eine mehr als 100-jährige Geschichte. Bereits 1882 durchquerten dampfbetriebene Stadtschnellbahnen Berlin. Zur Jahrhundertwende polterten täglich fast 1000 qualmende Züge durch die Reichshauptstadt. Seit der einsetzenden Industrialisierung ist es eng geworden auf den Straßen Berlins. Die S-Bahn hält die wachsende Metropole mobil. Zum Mythos wird sie endgültig am 8. August 1924. Von nun an fährt die S-Bahn elektrisch. Fortan steht sie für Fortschritt und Geschwindigkeit. Ein Statussymbol, um das sich Städte wie Paris und London beneiden. Anlässlich der 750-Jahr-Feier Berlins wurde dieser Zug rekonstruiert. Der rollende Zeitzeuge ist heute Museumszug, betreut und gepflegt durch den Verein Historische S-Bahn, der nicht alltägliche Fahrten durch die Hauptstadt anbietet. Als ich zur S-Bahn gekommen bin, waren die noch im Einsatz und da haben wir noch manche Schicht zusammen gefahren. Naja, und jetzt, wenn sich's ergibt, dann mit Kollegen zusammen machen wir Sonderfahrten und dann ist es schon immer eine schöne Sache, weil es schön ist, wenn die Menschen kommen und sich an die alten Zeiten erinnern. Mit den alten Zeiten war im Dezember 1997 Schluss.
Die Züge der Baureihe 475 wurden aus dem Verkehr gezogen und durch neue Fahrzeuge ersetzt. So sieht ein halbfertiger S-Bahn-Wagen von unten aus. Im Bombardierwerk in Hennigsdorf liegt die Wiege der neuen S-Bahn-Züge. Doch auch diese Epoche der Erneuerung ist fast beendet. Mit der Auslieferung des 500. Viertelzugs der Baureihe 481 ist der größte Auftrag in der S-Bahn-Geschichte erfüllt. Über 70 Jahre, nachdem die legendären Stadtbahner ihren Betrieb aufnahmen. Also bei allem Respekt, was unsere Vorväter da geleistet haben, ist schon wirklich erstaunlich, wie lange diese Wagenkasten, wie robust diese Wagenkasten waren, wie lange sie im Einsatz waren. Es ist ja heutzutage gar nicht mehr gefragt. Wenn Sie sich anschauen, wie heutzutage der moralische Verschleiß ist, wie schnell ein Produkt sich selbst überlebt hat. Ich meine, ich möchte uns nicht vergleichen mit der Automobilbranche, aber es ist kaum vorstellbar, dass ein Fahrzeug heutzutage länger als 30 Jahre in Betrieb ist. Diese Züge also werden das neue Gesicht der Berliner S-Bahn prägen. Das Besondere? Erstmals sind zwei Wagen miteinander so verbunden, dass man während der Fahrt den Wagen wechseln kann. Um die 14 Wochen dauert der Bau eines Viertelzuges. Das sind jeweils zwei Wagen. Der Preis? Rund 2,4 Millionen Euro. Also wir bringen jede Woche eigentlich einen Zug raus. Der geht dann zum Prüffeld. Bevor ein Zug ausgeliefert wird, kommen schier unendliche Checks. Vor und nach dem Zusammenbau, im Stillstand und während der Fahrt. Dafür wurde eigens ein 800 Meter langes Testgleis auf dem Firmengelände gebaut. In Oranienburg erfolgt der Endschliff der Fahrzeuge, das sogenannte Aufrüsten. Neben letzten Arbeiten im Innenraum werden die Züge beispielsweise mit Sand gefüllt, damit sie beim Bremsen auf feuchten Schienen nicht ins Rutschen kommen. Doch bevor die ersten Fahrgäste einsteigen dürfen, gibt es noch eine amtlich vorgeschriebene Stabilisierungsfahrt. Ein letzter Check, erst dann wird der neue Zug im laufenden Betrieb eingesetzt. Für die Altbaufans sind die neuen Züge ein optischer Missgriff. Für rationelle Menschen hingegen sind sie schlicht, klar und ein Gewinn. Zumindest an Zuverlässigkeit. Die liegt bei den neuen Fahrzeugen immerhin bei 99%. Der Berliner Schriftsteller Horst Bosetzky ist ein bekennender S-Bahn-Fan. Nicht nur, dass er täglich mit ihr fährt. Seine Passion für die Berliner S-Bahn zieht sich auch wie ein roter Faden durch sein gesamtes schriftstellerisches Werk. Man kann Gespräche hören, Leute mit dem Handy erzählen Geschichten, sitzen noch in den Viererbänken dann, welche erzählen, was sie erlebt haben im Beruf und der Schule. Wenn die Kids aus der Schule kommen oder hinfahren, dann erfahre ich sehr, sehr viel. Also S-Bahn ist für mich ein empirisches Forschungsfeld. Und natürlich für Bücher brauche ich ja immer eine Unmenge von Typen und die finde ich auch hier in der S-Bahn. Als Kriminalautor, besser bekannt unter seinem Pseudonym Key, ist er ein Garant für Hochspannung. Doch auch seiner großen Liebe, der S-Bahn, hat er ein Buch gewidmet. Darin schildert er humorvoll eine Typologie des S-Bahn-Nutzers. Schließlich ist er auch Soziologieprofessor. Wo lernt man heute so leicht so viele Leute kennen wie in der S-Bahn? Man kann sie beobachten. Es wird, was ich natürlich schön finde, noch relativ viel in der S-Bahn gelesen. Auch Bücher werden gelesen. Also der eine Typ ist der liest. Dann gibt es natürlich auch die machtbewussten Typen, die an den Türen stehen, also die Türschließer, die Förderfunktion wahrnehmen, die entscheiden, wer nun schnell und leicht aussteigen kann oder wer sich mühsam durchdrängen muss oder sich davor stellen, damit keiner einsteigen kann. Das ist der eine Typ. Dann natürlich der Typ überwiegend wahrscheinlich der Döser, der Schläfrige, der da sitzt und in sich versinkt und wahrscheinlich vom Alltagsstress sich auch entspannt.
Berlin 1940. Es ist Krieg. Es herrscht Verdunkelung. In Berliner S-Bahn-Wagen passiert Schreckliches. Eine Serie grausiger Morde schreckt die Berliner Bevölkerung auf. Ein unberechenbarer Triebtäter überfällt wehrlose Frauen, nötigt, vergewaltigt und ermordet sie. Immer auf der Strecke zwischen Rummelsburg und Wuhlheide, immer kurz vor Mitternacht. Eine von 1000 Spuren führt die Kripo auf Paul Ogorzow, Hilfsweichensteller, 31 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, SA-Oberscharführer. Es war Entsetzen auf Seiten der Nazi-Führung natürlich. Goebbels, Heydrich haben geschäumt, hatten natürlich Angst, dass die BBC das aufgreifen würde und dass dem Reich nun, es wollte ja säubern, alles säubern und das sollte ja das Reine im Volke zutage treten und dass nun plötzlich entsetzliche Massenmörder aufgetreten sind, das konnten die nicht hinnehmen, konnten sie nicht fassen und das hat die Nazi-Führung und die Kriminalpolizei, die Gestapo völlig durcheinander gebracht. NSDAP und SA richten zunächst einen Lotsendienst ein. Es galt, weitere Morde zu vermeiden und Schaden von der S-Bahn abzuwenden. Schließlich hatten die Nazis mit enormen Anstrengungen den Ausbau der S-Bahn vorangetrieben, um den erwarteten Massenansturm zu den Olympischen Spielen 1936 bewältigen zu können. Die S-Bahn bricht alle Rekorde. 4,5 Millionen Menschen, 200.000 pro Tag, werden zum Reichssportfeld befördert. So viele wie nie. Und das alles sollte ein Bauernbursche zunichte machen? Die S-Bahn war nun plötzlich nicht mehr das beliebte Verkehrsmittel da, sondern ein Ort des Schreckens geworden. Und das hat sich so in den Seelen eingebrannt der Beteiligten, dass ich das noch von meinen Großeltern, von meinen Tanten gehört habe. Und selber als Kind, im Jahr 38, wenn ich mit den S-Bahn gefahren bin, dann wurde immer geflüstert, hoffentlich ist heute nicht der S-Bahn-Wärter unterwegs. Und das hat sich ein bisschen die Angst auf mich übertragen und hat natürlich Ogorzow für mich zu einer faszinierenden Person werden lassen. In diesem Gebäude wird die Sicherheit ganz groß geschrieben. Direkt hinter dem Westkreuz, verborgen hinter Bäumen, liegt die Betriebszentrale der S-Bahn. Von hier aus wird ein Großteil des Berliner S-Bahn-Verkehrs kontrolliert und koordiniert. Ja, im Regelfall haben wir eigentlich wenig zu tun. Wir überwachen also vom Grundsatz her alles, was fahrplantechnisch passieren soll. Und die Abweichungen, naja, da wirken wir eben drauf ein. Ne? Reicht ja ein kleines bisschen, ja, also irgendjemand, der Türen blockiert, aus Schabernack heraus oder auch ein technischer Schaden am Zug, sodass es da nicht mehr weitergeht. Das Problem ist immer bei dieser dichten Zugfolge, die wir hier haben, dass wenn jetzt irgendwo in diesem Gesamt-S-Bahn-Gebiet irgendwo ein Zug stehen bleibt, dass eigentlich fast schon immer ein anderer hinten drauf steht, ne? Also im Blockabschnitt, sodass wir den leider nicht mehr umfahren lassen können. Und das ist natürlich für die Fahrgäste, die sich da in dem Zug befinden, immer sehr problematisch. Das heißt im Klartext, die Fahrgäste müssen aussteigen und auf einen anderen Zug warten. Aber das kommt immer seltener vor, denn die S-Bahn ist zuverlässig. In 97% aller Fälle ist die S-Bahn pünktlich. Eine Quote, von der andere Verkehrsbetriebe nur träumen können. Also es liegt an den Fahrzeugen mit, dass die stabiler geworden sind, dass die, wie soll ich das sagen, die Technik ist besser geworden, man kann schneller reagieren und es ist eben auch alles flexibler geworden. Und so sieht heute ein Stellwerk aus. Ohne Hebel, ohne lange Drahtseile. Dafür mit Maus und Tastatur. Über seine Monitore beobachtet der Fahrdienstleiter das Verkehrsgeschehen. Man sieht hier nur kleine rote Striche, die sich eben auf meinen Bildschirm bewegen. Das sind Züge, man muss sich dann natürlich vergegenwärtigen, da sitzen 800 Menschen unter Umständen drin und ist natürlich sicherheitsrelevant, also man muss da ganz schön aufpassen. Die Stellwerkvorgänge laufen automatisch ab, gesteuert von Computern. Eingegriffen wird nur, wenn größere Abweichungen oder Zwischenfälle beobachtet werden. Das ist alles sehr abstrakt, also man braucht schon ein gutes Know-how, um diese Technik entsprechend nutzen zu können. Also man muss das Rad an dem Kopf haben und wissen, was da draußen abläuft, um das hier aufgrund dessen, was man hier an Arbeitsmitteln hat, umsetzen zu können.
Die S-Bahn hat das Gesicht der Stadt verändert. Ihre Gleise und Bahnsteige gehören zur Landschaft und ihre Bahnhöfe halten die Vergangenheit im Gedächtnis. Am S-Bahnhof Hallensee treffen wir Jürgen Meyer-Kronthaler, Berlins Spezialist für S-Bahnhöfe. Doch ausgerechnet am Bahnhof seiner Kindheit ist von einem Bahnhofsgebäude nichts zu sehen. Es ist eigentlich ein Jammer, es ist befremdlich. Es gab hier mal so einen Backsteinbau, so einen preußischen, der ist 58 abgerissen worden, als auch die Brücke hier ersetzt wurde. Und dann gab es einen von so einer Sachlichkeit, sehr hübsch, fast ein bisschen wie ein Schwimmbad, große Fenster, so mit Alu-Reihen dazwischen. Und da hieß es dann eines Tages, ja, der ist statisch nicht mehr haltbar, der muss abgerissen werden. Und so gibt es am Ende des Kurfürstendamms, immerhin Berlins Prachtboulevard im Westen, kein Empfangsgebäude für die S-Bahn. Besser erging es zum Glück vielen anderen von Berlins 164 S-Bahnhöfen. Sie sind Zeugen der Geschichte. Meist erbaut schon vor der großen Elektrifizierung 1924. Damals Mittelpunkte der Randorte. Mit repräsentativen Empfangsgebäuden sollten Kunden angelockt werden. Heute noch immer schön anzusehen, liebevoll restauriert. Sie erzählen vom Pioniergeist vergangener Zeit und sind zum Ausdruck der Stadt und ihrer Geschichte geworden. Gerade hier in Hallensee gibt es eine ganze Menge historischer Punkte. Erstmal wurde hier sogar die S-Bahn erfunden, und zwar das Symbol S-Bahn. Man hat, ich glaube so 28, 29 hat ein Station-Vorsteher, wie man glaube ich damals noch sagte, gesagt, das ist die neue elektrische, das ist eine SS-Bahn statt Schnellbahn. Und das hat sich dann zu S verschliffen und das ging ganz schnell. Schon im Dezember 1930 hat man offiziell verkündet, dass das Symbol, das S, für die zukünftige elektrische Vorort- und Stadtbahn eben das S sei. Und genau 50 Jahre später hat die Station eigentlich wieder Geschichte gemacht. Und zwar an diesem Stellwerkshäuschen, was man dort hinten sieht, da hat sich der berühmte S-Bahner-Streik manifestiert. Das heißt, dort hatten sich dann S-Bahn-Bedienstete verrammelt. Es ist der 17. September 1980. Ostberlin hatte drastische Einschränkungen des S-Bahn-Verkehrs für Westberlin angekündigt. Es drohten Entlassungen. Die spontane Arbeitsniederlegung der Westberliner S-Bahner brachte fast den gesamten Bahnverkehr zum Stillstand. Die Forderungen der Streikenden? Rücknahme von Entlassungen und bessere Sozialleistungen. Die Reichsbahn ging auf die Forderungen der Streikenden nicht ein. Als die Ostberliner Polizei begann, die Stellwerke zu räumen, brach der Streik in sich zusammen. Nach 7 Tagen war er zu Ende. Die Folge? In Westberlin wird der S-Bahn-Verkehr fast ganz eingestellt. Die S-Bahn wird zur Geisterbahn. Nur noch 15.000 Fahrgäste pro Tag, 40 Bahnhöfe außer Betrieb, 4 Strecken stillgelegt. Auf den restlichen 3 nur noch Kurzzüge, alle 20 Minuten. Unterdessen tobt in den Bahnhöfen der Hauptstadt der DDR das Leben. Die S-Bahn ist dort nach wie vor wichtigstes Nahverkehrsmittel. Das Streckennetz wird stetig erweitert und die S-Bahn wird als Strukturfaktor immer wichtiger. Die S-Bahn ist manchmal früher da als ein neuer Stadtbezirk. Ahrensfelde, Hohenschönhausen oder Marzahn wurden von der S-Bahn aus erschlossen. Plattenbauten entstanden, wo ein S-Bahnhof war. Bahnhof Alexanderplatz, Berufsverkehr. Alle 90 Sekunden ein Zug. Das sind 180 Millionen Fahrgäste im Jahr. Die S-Bahn wichtigstes Verkehrsmittel im Osten, im Westen dagegen fast bedeutungslos. Seit 1990 sind bei der S-Bahn auch im Westen die Weichen wieder auf Aufbau gestellt. Lücken im Streckennetz werden geschlossen, Linien wieder in Betrieb genommen. Und es wird gebaut, wie hier am Bahnhof Papestraße. Eine ganz besondere Herausforderung. Das Problem ist ja, diesen Bahnhof umzubauen unter Betrieb.
Das heißt also, die S-Bahn fährt weiter. Fernzüge fahren noch nicht. Da besteht Baufreiheit. Aber die S-Bahn fährt weiter. Und sie fährt natürlich an der Stelle, an der die neue Anlage stehen soll. Also muss unter laufendem Betrieb die S-Bahn erstmal weg von der Stelle. Sie muss ein Behelfsgleis kriegen, sie muss Ersatztrassen kriegen, sie müssen gegebenenfalls auch Ersatzbahnsteige bauen, so wie das hier an der Ringbahn passiert ist. 48 Kilometer Gleise werden verlegt, Stütz- und Lärmschutzwände aufgebaut, neue Signaltechnik eingesetzt. Da kommt es natürlich zu Einschränkungen im Bahnbetrieb und zu Behinderungen für die Fahrgäste. Um zwischen deren Interessen und denen der Bauleitung zu vermitteln, wurde sein Job geschaffen. Christian Morgenroth ist der Anwalt der Fahrgäste. Sobald wir da irgendwas falsch machen, wenn dann mal ein Schild nicht beachtet wird und sei es noch so ein kleines, dann kriegen wir das zu hören. Nicht? Und dann ist es sofort, naja, ihr könnt ja machen, aber wir wollen bitte Bescheid wissen. Und das ist eben das Schwierige an der Sache. Das läuft natürlich nicht immer ganz reibungslos, vor allen Dingen, wenn der Bus eingesetzt werden muss. Nicht? Der Bus, Anschluss S-Bahn, Bus und wieder zur S-Bahn, das ist dann halt so ein Thema für sich. Und je besser wir das organisieren, desto mehr akzeptiert das der Kunde. Am Bahnhof Papestraße lässt sich das neue Bild der S-Bahn erahnen. An dem ehemals verträumten Umsteigebahnhof zwischen Tempelhof und Schöneberg soll neben dem S-Bahnhof der zweitgrößte Berliner Fernbahnhof nach dem Lehrterbahnhof entstehen. Ein weiterer wichtiger Knotenpunkt der Eisenbahndrehscheibe Berlin. Noch lassen ICE und Regionalexpress am Bahnhof Papestraße auf sich warten. Zur Fußball-WM 2006 soll aber alles fertig sein. Um die 200.000, die prognostizierten Ein- und Aussteigen und Umsteigen vom S-Bahn im Fernverkehr, im Regionalverkehr zu gewährleisten, ist das so der Bahnhof eigentlich so konzipiert worden. Er ist tagtäglich zu hören zwischen Ostkreuz und Wannsee, zwischen Schönholz und Marlow. Er gibt uns Orientierung. Er weiß immer, wo es lang geht und was als nächstes kommt. Nur wir kennen ihn nicht. Er ist die Stimme der S-Bahn. Nächste Station, Nordbahnhof. Stimme wird man, indem man irgendwann mal ausgewählt wird für den Job. Und das ist bei mir geschehen bei der Bahn AG vor einigen Jahren. Vor einigen Jahren ist gut. Ich denke, es sind 10 mittlerweile. Und mein damaliger Chef sagte, du bist es einfach und ich möchte das machen. Und insofern bin ich dazu gekommen. Hier bei Herrn Justus entstehen die Ansagen der S-Bahn. Jede Station, jede Linie wurde zuvor in einem Tonstudio einzeln eingesprochen. Ähnlich wie in einem Setzkasten werden diese Textbausteine nun digital zu einer Ansage zusammengesetzt. Ich werde jetzt einfach mal diese schon vorbereitete Ansage von Oranienburg erweitern. Wir haben hier schon vorbereitet nächste Station und wir haben in Oranienburg den Übergang auf den Regional- und Fernverkehr. Und ich suche jetzt aus dieser Liste dieses Sprachelement zum Regional- und Fernverkehr aus, setze es in diese Liste mit ein. Des Weiteren ist in Oranienburg ja für die S-Bahn eine Endstation und die Fahrgäste müssen darauf hingewiesen werden, dass es halt eine Endstation ist und dass sie bitte alle aussteigen möchten. Wenn diese Liste erstellt ist, kann man sich das Ganze nochmal zur Kontrolle anhören. Nächste Station, klingt dann so. Oranienburg. Übergang zum Regional- und Fernverkehr. Endstation. Bitte alle aussteigen. Über eine Speicherkarte gelangen die fertigen Ansagen dann in den Bordcomputer des S-Bahn-Zuges. Doch ein Geheimnis ist noch immer offen. Wie nur kommt es, dass die Ansagen immer punktgenau am richtigen Bahnhof durchgesagt werden? Die Ansage wird durch einen Bordrechner ausgelöst. Dieser Bordrechner hat sämtliche Stationen hinterlegt und auch die Wegstrecken zwischen den Stationen. Also das gesamte S-Bahn-Netz ist in diesem Bordrechner aufgezeichnet und der Zug hat eine Wegzählung, was über die Achsen geschieht. Dort wird ein Meterimpuls abgenommen und wird an den Bordrechner weitergeleitet und daran erkennt halt der Bordrechner, wo er sich gerade im Netz befindet.
Hunderte von S-Bahnen sind Tag für Tag in Berlin unterwegs. Sie sind für viele Berliner ein Stück Heimat. Ihre Geräusche, das Schnaufen der Bremsen, das Heulen der Anfahren, das Schließen der Türen, ist Musik in ihren Ohren. Für sie ist jeder neue Zug, jedes Detail ein Ereignis, hinter dem Familie und Urlaub zurückstehen müssen. Voller Spannung warten sie, welche Baureihe, welcher Zug in den Bahnhof rollen wird. Streckenpläne und Typenbezeichnungen sind ihr Leben. Wahre S-Bahn-Freaks können jeden Bahnhof auf jeder Strecke mit Baujahr bezeichnen. Sie kennen alle Abfahrtszeiten und können mit geschlossenen Augen nur vom Geräusch her sagen, an welcher Stelle sich der S-Bahn-Zug zurzeit befindet. Er hat die Bibel für alle S-Bahn-Gläubigen geschrieben. Von Peter Bley stammt das Standardwerk für alle S-Bahn-Anbeter. Seit 25 Jahren betreibt er sein Hobby. Doch mit den Pufferküssern und Nietenzählern hat er nichts gemeinsam. Die Pufferküsser sind die allgemeinen Eisenbahnfreunde, würde ich sagen, die überwiegend mit dem Futterapparat durch die Gegend ziehen und sich überwiegend dann für Dampflok interessieren. Das gilt im weiteren Sinne auch für die Nietenzähler. Das sind liebevolle Formulierungen, aber das sind Leute, die also nicht unbedingt tief in die Historie der Eisenbahn einsteigen. So blickten die Fahrgäste der ersten Züge, die nach dem Krieg wieder fuhren, auf ihre zerstörte Stadt. Schon einen Monat nach Kriegsende fährt wieder die erste S-Bahn. Sie steht als Teil der Reichsbahn unter Ostberliner Verwaltung. Von der dortigen Reichsbahnbehörde betrieben, auch im Westen. Eine politische Kuriosität. Die S-Bahn bleibt trotz der politischen Spaltung Berlins das wichtigste Verkehrsmittel zwischen beiden Teilen der Stadt. Die Ostberliner fahren mit ihr in den goldenen Westen, die Westberliner in den billigeren Osten. Die S-Bahn wird zum Schmugglerexpress und nicht selten zur Menschenfalle. Ab 1952 haben Westberliner Einreiseverbot in die DDR. Wer über die Stadtgrenzen hinaus verkehrte, dem drohte Gefängnis. Um politische Kader, die außerhalb Berlins wohnten, vor den Einflüssen von Westberlin zu schützen, wurden 1953 in Ostberlin die sogenannten Durchläuferzüge eingeführt. Sie fuhren ohne Stopp durch Westberlin. Nur hier in Tegel mussten sie halten, weil die Strecke eingleisig war. Ich habe mich in dieser Zeit häufig hier am Bahnhof Tegel aufgehalten und dabei dann miterlebt, dass unmittelbar nach dem Halten dieses Durchläuferzuges sich Türen öffneten. Leute, und zwar Westberliner, die nicht darauf geachtet hatten, dass der Zug erst wieder jenseits der Stadtgrenze in Hennigsdorf halten würde, auf den Wagenfußboden runterließen und von diesem Wagenfußboden aus dann auf den Schotter runtersprangen und dann versuchten, über den Bahnhof eingrenzenden Zaun zu entkommen. Pikanterweise hat bei diesem Runterlassen vom Wagen auch häufig Triebfahrzeugpersonal der Reichsbahn geholfen, was eigentlich nicht deren Sache und vor allem auch eigentlich für die verboten gewesen wäre. Aber es war doch bemerkenswert, dass da eine Solidarität der vermutlich Ostpersonale mit den Westberlinern, die ja nun ihrer Festnahme jenseits der Stadtgrenze entgehen konnten, bestanden hat. Am 13. August 1961 wird die Mauer gebaut. Sie durchschneidet Lebensräume und Verkehrswege. Auch die S-Bahn-Strecken werden gekappt. 3 Tage später versammeln sich die Westberliner zu einer Protestkundgebung vor dem Schöneberger Rathaus. Es ist unzumutbar, dass die Westgeldeinnahmen der S-Bahn für den Einkauf des Stacheldrahts verwendet werden. SPD und Gewerkschaften rufen zum Boykott auf. Die S-Bahn gilt künftig als DDR-Filiale mitten in West-Berlin. Doch sie fährt weiter, wenn auch mit fast leeren Zügen im Westteil Berlins.
Es entstehen Geisterbahnhöfe im Herzen der Stadt. Die Bahnhöfe Potsdamer Platz oder Unter den Linden sind nicht mehr von außen betretbar. Unten durchfahren die S-Bahnen ohne Halt bis Bahnhof Friedrichstraße die ehemaligen Orte städtischen Lebens. Streng bewacht durch Soldaten der DDR-Grenzarmee. Hier sieht man, das sind die Sehschlitze, sieht man eine vorbeifahrende S-Bahn, die ohne Halt den demokratischen Sektor, Ostsektor, Ostberlin, Hauptstadt der DDR durchfahren haben, unterirdisch. Und es gab viele Bewohner, die gar nicht wussten, dass da unten eine S-Bahn lang fuhr in Ostberlin. Selbst Eisenbahner gab es, die das nicht wussten. Es war schon ein sehr komisches Gefühl, wenn man dort unten war und sieht dann hier, die Treppe endet im Nichts, ein Aufgang. Stadtviertel, Architektur und historische Zusammenhänge auf der Rundreise entlang des Berliner Stadtrings. Harry Trommermann, er suchte hier länger. Zum Greifen nahe liegen nicht nur Führerstand, sondern auch Sehenswürdigkeiten, Besonderheiten und Lebensgeschichten rechts und links der Schiene. Marlene Dietrich, die hat hier auch in der Stubenbrauchstraße ihre letzte Ruhe gefunden. Der Friedhof in der Stubenbrauchstraße, wie gesagt, hier auf der linken Seite in unmittelbarer Nachbarschaft von Trennrohr. Bis zum Dach reichende große Fenster und durchgehende Wagenübergänge bieten einen einmaligen Panoramablick auf Berlin. Hier sitzt fast jeder in der ersten Reihe. Stadtlandschaft satt im Großbildformat. Diese, man muss sagen, Vollenberge hat man dann mit der S-Bahn hierher transportiert und umgeladen an der Ladestation zum Stahnsdorfer Friedhof. Wenn Sie hier mal auf der linken Seite rüberfahren. Die Panorama-S-Bahn ist nicht nur ein touristisches Highlight. Eine ungewöhnliche Gesellschaft brach am 16. Juni 2001 vom Ostbahnhof mit der Panorama-S-Bahn zu einer Rundreise auf. Und für die zwei Hauptpersonen dieses Tages war es auch der Aufbruch in einen gemeinsamen Lebensabschnitt. Ines und Riccardo Mattiuzzo waren Deutschlands erstes Paar, das in einer S-Bahn geheiratet hat. Das Ja-Wort gaben sie sich auf einem Nebengleis am Bahnhof Zoo. Mit Blick auf den Tiergarten? Ja, weil der Standesbeamte aus dem Bezirk, aus dem er kommt, muss dann auch im Prinzip das Ja-Wort fallen. Also das konnte also nicht irgendwo in Berlin sein, sondern er muss in seinem eigenen Bezirk fahren gerade, damit er sozusagen die Heirat vollziehen kann. Und da war es dann so, dass der vorderste Zug stand dann in Tiergarten Mitte, der vorderste Waggon, damit der Standesbeamte eben dann auch rechtlich dann die Ehe vollziehen konnte, und die hinteren beiden Wagen standen in Charlottenburg. Also durfte der Standesbeamte auch mit seinem Tisch nicht in der Mitte des Zugs stehen, sondern er musste ganz vorne stehen. An Kuriositäten hat die Berliner S-Bahn in ihrer langen Geschichte einiges zu bieten. Sie hat die Stadt bei ihrem Aufstieg, Niedergang und neuem Aufbruch begleitet. Wie ein unheimliches, immer laufendes Uhrwerk. Mit ihrer Geschichte im Gepäck ist die S-Bahn nun auf dem Weg in die Zukunft. Dabei wird Altes bewahrt und Neues geschaffen. Allein die S-Bahn in Zahlen ist beeindruckend. Auch heute hat sie wieder über 1 Million Menschen an ihr Ziel gebracht. Ausgestiegen sind die aus 705 Zügen an 164 Bahnhöfen. Über 1000 Triebfahrzeugführer haben ihre Passagiere auf rund 330 Kilometern durch Berlin und Brandenburg gefahren. Kreuz und quer durch die Mitte und drumherum. Von Spandau bis Strausberg, von Wannsee bis Bernau, am Tag und in der Nacht. Museum präsentiert, und es ist eine Reise durch die Zeit
zu Stationen deutscher Geschichte, in denen die Stadtbahn weit mehr war als nur ein Vehikel zur Fahrgastbeförderung. Heute ist die S-Bahn ja ein ganz normales Verkehrsmittel, wo über 1 Million Berliner mitfahren. In den Zeiten der Teilung, also 45 bis 89, war die S-Bahn ein politisches Vehikel zwischen Ost und West. Zeitweise, Stichwort Mauerbau, S-Bahn-Boykott, hart umkämpft. Sie war also weniger Verkehrsmittel als wirklich politischer Zankapfel. Doch es ist nicht nur die politische Geschichte, die in den Ausstellungsräumen im ehemaligen Umspannwerk Griebnitzsee auf den Besucher wartet. Historische Schilder, Fahrpläne und Signale lassen die Zeiten von anno dazumal lebendig werden und machen so die S-Bahn-Geschichte zu einem sinnlichen Erlebnis. Im Berliner S-Bahn-Museum haben wir eine Vielzahl von Fahrkartenautomaten, Signalen etc., alles was zur Berliner S-Bahn gehört, gesammelt. Wir versuchen die Sachen hier funktionsfähig zu machen, sie vorzuführen, aber selbstverständlich unseren Besuchern auch die Erfahrung selbst zu geben, hier alte Fahrkarten zu drucken, mal zu spüren, wie war das in den 20er, 30er oder auch 70er Jahren bei der Berliner S-Bahn. Wer also selber einmal sein Ohr auf die Schiene legen will, um sich von den historischen Exponaten faszinieren zu lassen, der sollte die S-Bahn nach Griebnitzsee nehmen. Geöffnet ist die Ausstellung wieder am 14. und 15. August in der Zeit von 11 bis 17 Uhr.